Willkommen beim zweiten Teil der Ugreen-Serie. Nachdem wir alles erstellt haben und zum ersten Mal auf unserem Desktop sind, werden wir hier begrüßt mit einem Assistenten, der uns hier kurz die wichtigsten Icons erklärt und kurze Beschreibungen liefert. Hier können wir einfach auf Weiter klicken, denn wir sehen uns später alles ganz im Detail an. Nachdem wir durch sind, können wir nun endlich mit unseren Speicherpools und Volumes beginnen. Dazu gehen wir auf Gehe zu und kommen dann zu unserem Speicherassistenten. Hier sehen wir dann noch ein paar übergreifende Informationen, flexible Speicherlayout, Echtzeitüberwachung der Festplattengesundheit, sofortige Benachrichtigung bei Fehler, praktische Verwaltung von externen Speichergeräten, also einfach eine kurze Auflistung, was unser NAS kann. Gehen wir auf Weiter und haben hier eine kurze Übersicht, was unsere nächsten Schritte sind. Hier legen wir fest, wie unsere Festplatten zusammenarbeiten. Zunächst habe ich hier nur eine Festplatte verbaut, um zu zeigen, was passiert, wenn wir nur eine auswählen. Hier haben wir dann zwei RAID-Typen, einmal Basic, das ist in diesem Fall hier empfohlen. Dazu ist der Datenschutz, wenn die Festplatte ausfällt, werden die Daten dauerhaft verloren gehen, logischerweise. Die zweite Alternative ist JBOD, das ist dann auch mit mehreren Platten verfügbar, das bedeutet Just a Bunch of Disks, das heißt alle Festplatten werden zusammengebündelt und als eine einzige angezeigt. Was heißt, wenn eine Platte verloren geht, sind alle Daten weg. Das ist nicht empfehlenswert. Ich habe nun eine zusätzliche Festplatte eingeschoben. Wichtig ist auch immer zu prüfen, ob die Platte die richtige Größe hat und gut erkannt wird. Wir gehen auf Zurück, wollen wir noch nicht speichern, Festplatten und alle Platten sind da. Also erstellen wir nun einen richtigen RAID. Hier habe ich zwei unterschiedliche Größen von den Festplatten. Wir klicken beide Platten an, um sie auszuwählen. Empfehlenswert ist immer gleich große Platten, sonst geht Speicherplatz verloren. Und wir sehen, wir haben hier einmal RAID 0 und RAID 1. Bei RAID 0 benötigt für Festplatten mindestens 2. Datenschutz ist starke Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Wenn eine Platte ausfällt, gehen die Daten dauerhaft verloren, also auch kein wirklicher Datenschutz. Bei RAID 1 sieht das Ganze anders aus. Hier brauchen wir auch mindestens 2 Platten, aber wir haben einen Datenschutz. Wenn eine Festplatte ausfallen sollte, gehen die Daten nicht verloren, aber wir haben auch nicht von allen Platten die gesamte Speicherkapazität verfügbar. Das heißt, wenn ich 2 1 Terabyte Platten habe, da habe ich insgesamt nur 1 Terabyte Festplattenspeicher zur Verfügung und nicht 2, da diese Platte 1:1 auf die zweite Platte gespiegelt wird und somit dann eine ausfallen darf, ohne dass wir Daten verlieren. Und wie bei mir gut zu sehen ist, im RAID 1 wird nur die kleinste Platte hergenommen, die 916 GB, da diese ja gespiegelt werden muss. Darum, wie vorhin schon kurz erwähnt, immer schauen, dass ihr gleiche Plattengrößen habt, sonst geht euch Speicherplatz verloren. Auf der Ugreen Homepage gibt es dazu einen RAID-Rechner. Da könnt ihr euch im Vorhinein schon eure Plattenauswahl zusammenstellen und schauen, was alles übrig bleibt. Ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und wie wir sehen, mit 2 Festplatten haben wir nicht wirklich die große Auswahl. Wir können 1:1 spiegeln oder halt alles als eine Einheit benutzen. Das ändert sich aber ab dem Zeitpunkt, ab dem wir 3 Festplatten eingebaut haben. Dann stehen uns weitere RAID-Typen zur Auswahl. Und nachdem ich eine zusätzliche Platte hinzugefügt habe, sehen wir uns diese nochmal im Reiter Festplatten an, um zu schauen, ob auch dort alles richtig erkannt wurde. Speicherpool erstellen zurück, beenden und unter Festplatten sehen wir nun, dass die dritte Platte hinzugefügt wurde. Nun sehen wir uns an, welche RAID-Typen zur Verfügung stehen. Wieder alle 3 Festplatten anwählen und wir sehen unterhalb, jetzt kommt RAID 5 zur Auswahl dazu. RAID 5 benötigt mindestens 3 Platten. Datenschutz ist, wenn eine Festplatte ausfällt, können die Daten weiterhin wiederhergestellt werden. Aber auch hier, wir haben insgesamt eigentlich 6,3 Terabyte an Festplattenspeicher, können aber nur 1,7 verwenden, da die kleinste Platte nur 931 GB zur Verfügung hat. Es gibt noch weitere RAID-Typen, die benötigen aber teils bis zu 4 Festplatten. Je nachdem, welchen RAID-Typ ihr auswählt, lest euch die Beschreibung durch oder eine kurze Google-Suche, welcher RAID-Typ was macht, denn je nachdem kann es sein, dass die RAID-Typen schneller sind oder sich aber auch mehr auf Datensicherheit stützen.
Wenn wir uns unserem RAID-Typ sicher sind, wählen wir einfach die Festplatten aus. Ich nehme die Basic und bestätige mit Weiter. Dann können wir uns noch aussuchen, wie viel zugewiesener Speicherplatz auf dem Volume sein soll. Ein Volume ist der nutzbare Speicherbereich auf dem NAS, auf dem die Daten gespeichert werden können, wie Dateien, Ordner oder installierte Apps. Es ist sowas Ähnliches wie eine Partition auf dem Computer, dass diese einfach logisch getrennt werden können. Das heißt, wir könnten jetzt hier auf die Hälfte reduzieren, Volume 1 erstellen und mit der anderen Hälfte ein Volume 2 und somit können wir auch nachher zum Beispiel verschiedenen Benutzern Berechtigungen auf die diversen Volumes geben. Das heißt, der eine Benutzer kann Volume 1 für sich verwenden und der andere Volume 2. Aber grundsätzlich bleibt alles auf derselben Festplatte. Okay, jetzt müsst ihr eine wichtige Entscheidung treffen. X4 oder BetterFS. Klingt technisch, ist aber eigentlich ganz einfach. X4 ist wie ein bewährter Oldtimer, läuft seit Jahren stabil, jeder kennt es, nichts geht schief, aber es kann nicht viel Neues. BetterFS ist wie ein modernes Auto mit Assistenzsystemen. Es hat Snapshots, Komprimierung und Selbstheilung. Das heißt, wenn mal eine Datei kaputt geht, kann BetterFS sie automatisch reparieren. Mein Tipp für euer NAS: nehmt BetterFS. Warum? Weil ihr mit Snapshots eure Daten sichern könnt, bevor ihr etwas ändert. Und die Komprimierung spart euch bis zu 30% an Speicherplatz. Und das kostenlos. X4 ist nur dann besser, wenn ihr ein super altes System habt oder maximale Kompatibilität braucht. Aber für ein modernes NAS wie das Ugreen ist BetterFS die bessere Wahl. Dateisystem ausgewählt, weiter. Hier sehen wir noch eine kurze Übersicht und sobald wir auf Erstellen klicken, kommt der Hinweis, dass die Festplatte Nummer 5 formatiert wird. Alle Daten auf der Festplatte werden gelöscht. Um nicht aus Versehen was zu löschen, was wir nicht wollen, müssen wir hier nochmal das Kennwort von unserem Benutzer eingeben. Das war falsch. Dann wiederholen wir das Ganze nochmal und schlussendlich bestätigen wir und der Speicherpool wird erstellt. Das Erstellen des Speicherpools kann je nach Anzahl der Festplatten und der Größe der Festplatten etwas dauern, aber in der Regel geht es ziemlich schnell. Wie wir sehen, haben wir oberhalb noch die Dateiorganisation. Da gibt es noch nicht viel zu sehen, da wir keine Speicherpools besitzen, die die Bedingungen erfüllen. Dann gibt es noch den Reiter Erweitert. Dort sehen wir dann verschiedene Leistungsoptionen, die wir aber vorerst so belassen. Kommen wir zur Übersicht. Hier haben wir einfach ein paar Informationen, wie welche Festplattenschächte belegt sind oder auch welche Temperaturen unsere Festplatten besitzen. Um weitere Details zu den Festplatten zu erhalten, klicken wir einfach auf diese drauf und auf der rechten Seite auf die 3 Punkte und gehen auf Details. Hier sehen wir dann den Betriebsstatus, Status normal, die einzelnen neu zugeordneten Sektoren, die Temperatur sowie auch die Betriebsdauer. Unter Attribute sehen wir dann nochmal Hersteller, Modell, Typ, Drehzahl, also alles, was wichtig ist. Und unter den Smart-Informationen sehen wir die Attributparameter, die noch tiefer ins Detail gehen. Das erkläre ich aber jetzt nicht alles. Somit schließen wir unsere 2 Fenster und bewegen uns langsam Richtung App Center. Das wird beim ersten Öffnen eine Nutzungsvereinbarung aufmachen. Die müssen wir natürlich akzeptieren. Das Anwendungszentrum ist wie der App Store für euer NAS. Hier könnt ihr coole Tools installieren, um euer NAS noch nützlicher zu machen. Sucht nach spezifischen Anwendungen oder durchstöbert die Kategorien. Ich empfehle euch, die Dateiverwaltung und Backup-Tools zu installieren. Die sind wirklich praktisch. Aber wir haben natürlich eine ganze Liste von anderen Apps auch noch oben. Zum Beispiel OpenClock kann installiert werden, es kann Home Assistant installiert werden, Jellyfin, Firefox, Docker. Hier bleiben sicherlich keine Wünsche mehr offen. Und wir können auch bereits installierte Apps ansehen, indem wir links auf den Reiter klicken. Und wenn wir eine gewünschte App gefunden haben, klicken wir einfach auf das Icon und auf Installieren.
Dann müssen wir unsere Partition bzw. das Volume aussuchen, auf das wir es installieren möchten und können danach auswählen, ob es immer oder alle Apps immer auf dieses Volume installieren soll. Nach der Installation befindet sich die App direkt auf dem Desktop. Und wenn wir uns jetzt den oberen rechten Rand ansehen, sehen wir hier eine kurze Übersicht. Wenn wir draufklicken, haben wir hier alle nennenswerten Informationen wie Lüfterdrehzahlen und Temperaturen über die CPU, also den Prozessor, den Grafikprozessor, RAM-Auslastung, das Netzwerk und auch die einzelnen Festplatten, wie sie gerade ausgelastet sind und auch wie die einzelnen Volumes ausgelastet sind. Und wie auch in Windows können wir uns hier unsere Dienste und Prozesse ansehen, die gerade im Hintergrund am Laufen sind. Oben rechts gibt es noch mehr, zum Beispiel die Widgets. Hier sind einfach die wichtigsten Informationen aufgelistet. Wir können diese bearbeiten und welche hinzufügen oder auch entfernen. Das ist gut, um immer alles im Blick zu haben, ohne dass wir in die Systemsteuerung müssen. Dann haben wir noch unsere Verbindung. Hier wird unsere IP-Adresse angezeigt. Im Aufgabenzentrum wird aufgelistet, was gerade auf der NAS passiert. Wenn wir etwas zum Beispiel herunterladen oder hochladen, wird es hier aufgelistet und wir sehen, wie weit der Prozess fortgeschritten ist. Natürlich können auch hier andere Einstellungen getroffen werden. Und in der Benachrichtigungs-App werden wir einfach benachrichtigt, wenn irgendwelche Aktionen ausgeführt wurden. Zusätzlich haben wir noch eine Suche. Hier können wir natürlich nach Dateien, Programmen, Einstellungen suchen. Und um Oberflächeneinstellungen vorzunehmen, klicken wir auf das Männlein. Hier können wir den Zoom vergrößern, verkleinern und auch das Hintergrundbild individualisieren, Strecken ausfüllen, ein neues, die Sprache ändern und die verschiedenen Icons hinzufügen oder entfernen, die wir nicht brauchen. Da ich das Programm ja hier im Client geöffnet habe, also nicht per Webbrowser, können wir hier die Client-Version überprüfen und unter Präferenzen können wir das Ugreen-Programm bei Windows auch automatisch starten lassen. Über dieses Icon können wir auch neu starten, ausschalten oder auch das Konto wechseln bzw. den Benutzer abmelden. Wir haben den Speicherpool erstellt und was der Roboter da unten will, schauen wir im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.